natürlich unser neues Special Toromaki mit Gold. Auf geht's in die größte Sushi-Platte Deutschlands. Let's go! Damit herzlich willkommen zurück auf unserem Hauptkanal Big M und damit heißt es natürlich wieder, es wird heute riesig und wir sind bei den DEN Restaurant in Düsseldorf, bekannt für asiatische Fusion Kitchen und für ausgezeichnetes Sushi vor allem. Ich habe mir gerade schon so die ersten Einblicke von drinnen gegeben. Man hat mittlerweile auch jetzt seit, ich sag mal, ein paar Monaten so einen kleinen schönen Wintergarten im Sommer, eine schöne Sommerterrasse und wie gesagt ausgezeichnetes Sushi und dabei wird uns heute die größte Sushi-Platte Deutschlands geboten. Das hört sich genau nach dem an, was auf unserem Kanal passt. Und ich würde sagen, deswegen verlieren wir keine Zeit, schauen uns die ersten Einblicke von den Restaurants an und natürlich, ob die größte Sushi-Platte bei uns mithalten kann, ob wir das Ganze schaffen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem heutigen Video und natürlich dem DEN Restaurant aus Düsseldorf. So Leute, ihr habt die Eindrücke gesehen und das Kunstwerk wird uns jetzt präsentiert vom Chefkoch höchstpersönlich. Halleluja, vielen, vielen Dank. Ja, das sieht genau nach dem aus, weshalb ich hingekommen bin. Der liebe Karol ist der Küchenchef und derjenige, der für dieses Kunstwerk hier jetzt verantwortlich ist. Was haben wir hier alles Schönes? Also fangen wir vielleicht mit den Makis zuerst an. Ja. Wir haben unsere neuen Specials mit Erdbeer-Frischkäse-Maki. Sehe ich hier, ne? Zum Beispiel, genau, ne? Genau, dann haben wir auch Gurke Shiso zwischendurch und normale Gurke Maki. Und dann einfach ein Klassiker, ein Thunfisch-Maki und Lachs-Maki. Um ein bisschen mehr für dich zu futtern dazu sein. Ja, genau. Also wir haben wirklich hier, ich sag mal, die äußeren Ringe sehe ich jetzt so komplett in Makis. Genau. Dann habt ihr, ich sag mal, so verschiedene, ich sag mal jetzt den mittleren Teil gefüllt mit Nigiris unter anderem. Genau, richtig. Also ich habe dir hier Ebi-Nigiri, ja. Ika-Nigiri, Lachs-Nigiri und Taco-Nigiri serviert. Ja. Auch ein wenig von dem Sashimi. Ja. Dann hast du auch zwei von unseren Zander Special Rolls mit Black Masago und Trüffelmayo als Topping. Wow. Eine Samba, die ein bisschen mehr in die süßliche Richtung geht, mit Mango, Kresse und Frischkäse drin. Und dann auch unsere neue Tori Karage Roll mit Gurke und Guacamole Creme drauf, Avocado Creme. Und auch eine mit Mango und Ebi und dem gleichen Topping. Und Wahnsinn. Natürlich unser neues Special Toromaki mit Gold. Und habt ihr ganz neu, ne? Hab ich gehört, ganz neu, habe ich erst letzte Woche frisch bekommen. Und der wird jetzt auch auf uns speziell auf die Karte kommen. Und noch ein Special ist das panierte Wagyu mit dem japanischen Toast. Da bin ich echt gespannt. Da bin ich echt gespannt. Ne? Das sieht man hier vorne, Leute. Ne? Also wie gesagt, auch Wagyu-Rind mit dabei. In Sushi quasi frittiert das Ganze dann, ne? Genau. Mit ein bisschen Kaviar oben drüber und Blattgold fixiert. Also es sieht mega aus. Ich bin echt gespannt. Vielen, vielen Dank jetzt schon mal fürs Kunstwerk. Und ich würde sagen, lass dir schmecken. Jo, danke dir. Wir machen uns fertig. Ich würde sagen, holen unsere Stoppuhr raus, schauen mal, wie lange wir brauchen, ob wir das Ganze schaffen. Und dann geht's rein in die größte Sushi-Platte Deutschlands. Ihr habt es gesehen, ihr habt es gehört, was ein Brett, ne? Also ich glaube, vom, ich sag mal, Kunstwerk her fällt mir gerade nichts ein, was wir, ich sag mal, in der Art und Weise so schön hergerichtet und in der riesen Art und Weise hatten. Das ist ja auch das Ganze, sage ich mal, was immer auch die Leute, wie jetzt auch den Chefkoch, so erfreut, mal so kreativ und was außergewöhnlich zu machen. Wie gesagt, es ist einfach Wahnsinn und ich bin echt gespannt, ob wir das Ganze schaffen. Ich habe noch nie in der Art und Weise so viel Sushi gegessen und ja, bin selbst mal gespannt. Wir werden uns heute keine Zeit stellen, sondern ähnlich, ich sag mal, wie jetzt auch bei der letzten Barbecue-Challenge, die mir jetzt gerade einfach einfällt, einfach mal schauen, wie lange wir dafür brauchen. Ich bin gespannt. Es sind kiloweise Sushis. Es ist die größte Deutschlands und ja, ich würde sagen, auf geht's in die größte Sushi-Platte Deutschlands. Let's go! Ja Leute, ich würde sagen, das was nicht fehlen darf, ist die Sojasauce. Ich tue mir hier mal was rein. Ich bin mal gespannt, wie viel Sojasauce wir auch nachher brauchen. Ne? Wir hatten jetzt hier eine volle Kikkoman. Wie viel sind hier drin? 150 Milliliter. Ich denke, da wird auch ordentlich Kikkoman Sojasauce mitkommen. Ich würde sagen,
Wir fangen mit den Makis an und dann machen wir uns so von, ich sag mal, seitlich bis hinten einfach in die Mitte rein und dann probieren wir das Ganze. Probieren erstmal so. Wir haben jetzt hier ein schönes Maki mit Thunfisch. Boah, geil. Ich bin ja sowieso so ein klassischer Maki-Fan. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen Lachs und Thunfisch, ist es tatsächlich manchmal eher so der Thunfisch. Wobei nachher, wenn ich sag mal so auf die Rolls komme, ich sag mal jetzt auch die Crossrolls oder auch wenn wir auf die Nagiris kommen, ist es manchmal auch so der Lachs, ne? Aber was nicht fehlen darf, das habe ich gerade schon gemerkt, ist immer schön ein bisschen Sojasauce dippen. Dieser Salzgeschmack, ne? Ich bin aber gespannt, wie mein Gesicht morgen wieder aussieht nach so viel Salz. Hatten jetzt hier Thunfisch, Lachs-Nigiri, was es hier auch gibt, sehe ich gerade, ist Gurke. Auch da tippen wir mal rein. Super. Was außergewöhnlich ist, das habe ich gerade gesehen und auch auf der Speisekarte schon, Makis mit Erdbeere. Probieren das mal, ob das Ganze auch schmeckt. Boah, geil. Wow. Habe ich noch nie in der Art und Weise gegessen. Ist tatsächlich auch mit Frischkäse mit dabei, sehe ich gerade. Also man hat so leicht Frischkäse mit drin. Ne? Und ich sag mal, dadurch, dass man diese Süße von der Erdbeere hat und dann das Salzige von der Sojasauce, schmeckt eine Top-Kombination. Habe ich noch nie gegessen, schmeckt aber eine Marke richtig gut. Unfassbar lecker. Unfassbar lecker, auch mit dem Frischkäse. Ne? Der kam tatsächlich jetzt da ein bisschen mehr raus. Ich denke mal, in der Rolle war es ein bisschen mehr drin. Ne? Ich glaube, von den Makis haben wir tatsächlich jetzt jedes einmal so ein bisschen durch. Kämpfen uns mal weiter zum, ich sag mal, ersten Nigiri. Das ist mit Lachs. Ne? Auch hier schön, ich sag mal, mit ein bisschen Kresse verfeinert. Boah, top Sushi, ne? Schmeckt man sofort von der Qualität her. Alter Falter, richtig geil. Hier auch jetzt, ich sag mal, die verschiedenen Crunchy Rolls, die man hat. Ne? Auch hier jetzt schön, ich sag mal, ich glaube, es könnte tatsächlich jetzt hier eine Garnele sein, wenn ich mich nicht irre. Ne? Schön paniert dazu. Probieren wir. Eine Crunchy Roll. Schön oben mit Mayo verfeinert, ne? Aber wisst ihr, worauf ich mich jetzt auch freue? Ich glaube, auf diese verschiedenen Rolls, die wir jetzt hier in der Mitte haben, könnte tatsächlich, erinnere mich, ich sag mal so an eine Art Dragon Roll. Müsste ich aber jetzt auch noch mal schauen. Ist auf jeden Fall mit Avocado oben ein bisschen rüber. Upsa, die ist mir in die komplette Sojasauce reingefallen. Aber auch geil. I love it. Hier haben wir tatsächlich auch mit so ein bisschen Sesam oben drüber, sehe ich gerade. Auch mit Frischkäse und auch die Mayo wieder. Wie auch von gesagt wurde, ist tatsächlich auch hier so, ich sag mal, der klassische Sashimi mit dabei, ne? Und worauf ich jetzt echt mal gespannt bin, sind tatsächlich hier, ich sag mal, die Makis mit dem Kaviar und wie gesagt mit dem Toro-Lachs. Ne? Dazu hier Blattgold versehen. Wir probieren das Ganze erstmal so. Auch hier, ne? Allein der Lachs, ne, dieser Toro-Lachs, wurde mir gesagt, ne, als man, ich sag mal, das schön vorbereitet hat und so, wird tatsächlich, ich sag mal, verfolgt. Ne? Also Nachhaltigkeit kostet unfassbar viel. Ihr googelt gerne mal Toro Lachs, ne? Und das Ganze gibt es tatsächlich hier, wie gesagt, auch hier mit ein bisschen Blattgold, ein bisschen Kaviar. Und das probieren wir mal mit ein bisschen Sojasauce. Halleluja. Also das ist ein Sushi-Paradies, ne? Für alle, die Sushi lieben, ich glaube, ist heute das Video. Ich habe mich auch ewig darauf gefreut. Schmeckt wahnsinnig. Wahnsinnig gut. Ah, Leute, das war Gyurind. Halleluja. So schön zart, schönes Fleisch, frittiert. Und da sieht man einfach mal, ich sag mal, diese Vielfältigkeit von dieser asiatischen Fusion Kitchen, wie es jetzt hier so heißt. Ne? Also ich kann verstehen, warum das so ein, sag ich mal, gehypter Spot auch jetzt hier in Düsseldorf ist, mit, wie gesagt, mehreren Auszeichnungen, was das Sushi angeht. Ich würde sagen, ich kämpfe mich jetzt hier so langsam durch und gebe euch natürlich immer mal, wenn mir noch was auffällt, mal mega Updates. Aber jetzt würde ich sagen, geht's rein in die größte Sushi-Platte Deutschland. Let's go! Ich habe gerade gehört, ne, man soll, ich sag mal, auch dieses Wagyu-Rind hier unbedingt mit diesem japanischen Toastbrot mal essen, ne, weil ich sag mal, das außergewöhnlich ist in Kombination mit dazu und das ist es wirklich, ne, es schmeckt unfassbar gut, aber auch vom Sushi her, ne, also ich kann es wirklich verstehen, ne, es schmeckt wirklich unfassbar gut. Ich will gar nicht sagen, nachher wird es vielleicht wieder anders sein, ich bin traurig, wenn es leer ist, weil manchmal am Ende kann man einfach nicht mehr.
beziehungsweise habe so viel ja noch nie gegessen in der Hinsicht, aber es ist unnormal viel. Es sieht aber auch unfassbar gut aus und schmeckt auch so geil, ne? Mal schauen, wie viel geht. Das sind alles verschiedene Sorten. Geh mal gerne auf die Internetseite, wie gesagt, bei DEN Restaurant, also den Sushi. Und da findest du die Speisekarte und da haben wir quasi fast alles drauf. Und da findest du quasi alles, was hier drauf ist. Kannst ja gerne ein bisschen abgleichen von den Bildern und da findest du das Ganze easy. Wir haben auf jeden Fall schon mal, ich sag mal, gut was geschafft. Haben aber auch schon die halbe Sojasauce leer. Das ist das immer, ne, wenn ich Sushi essen bin. Ich liebe es halt einfach mit Soja. Also ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bin überhaupt kein Wasabi-Fan oder so, ne? Ich sehe sogar hier so mal, ich sag mal, ein bisschen was mit dabei, aber bin ich kein Fan von, ne? Also Wasabi oder auch jetzt hier wie Ingwer ist tatsächlich nicht meins, sondern wirklich aber dafür Soja umso mehr. Ich werde es nur nachher wahrscheinlich beziehungsweise morgen bereuen, wenn der Durst und Brand da ist. Wer kennt's nicht? Ja, schreibt mal gerne Fan beziehungsweise Soja oder Team quasi Wasabi oder dementsprechend Ingwer. Kommt auf meine Seite, seid Soja-Fan. Ein Sashimi ist mir leider gerade runtergefallen. Er hat es nicht überlebt. Schade drum. Aber wie gesagt, ein Sashimi, Thunfisch-Sashimi, wobei ich die mit am liebsten mag tatsächlich. Er hat es tatsächlich nicht überlebt, aber ich muss euch ehrlich sagen, ich glaube, ich habe meine neuen Lieblingsmakis gefunden. Wie geil ist denn bitte Erdbeere-Frischkäse-Maki? Habe ich vorher noch nie gesehen. Schmeckt unfassbar gut. Ich habe es ja vorhin schon mal bereits erwähnt. Aber immer wieder, wenn ich die oder davon einen erwische, Wahnsinn. Wir haben schon gut was geschafft, ne? Also muss man schon sagen. Aber es ist noch ordentlich was drauf und ich sag mal, es wird ja auch mit der Zeit mal ein bisschen schwieriger. Mal schauen, wie es weiter. Upsi. Mal schauen, wie es weitergeht. Noch fühle ich mich gut. Soja ist gleich die erste Schüssel leer, beziehungsweise die erste Flasche. Let's go. Ach ja, was soll ich euch sagen? Immer wieder kommt man doch gerne zusammen, um echt gut zu essen und vielleicht auch mal eine größere Portion als üblich. Ihr könnt natürlich auch wie immer live dabei sein vor Ort oder im Livestream am 27.03., also jetzt, wenn dieses Video live ist, um 16 Uhr mit einer Food Challenge, sogar mit Wohltätigkeitszweck oder nächste Woche am 31.03. bei Baron, unsere erste Folge der All You Can Roll. Euch erwarten in Zukunft neue Serien, neue Staffeln mit mehr Unterhaltung, noch mehr Essen. Seid gespannt, folgt gerne. Weiter geht's. Wir schreiten immer so, ich sag mal, ein bisschen mehr voran, ne? Das Einzige, was ich sagen muss, man merkt mittlerweile auch so, ich sag mal, den Reis, ne? Ich sag mal, dadurch, dass das Ganze hier dieser schöne Sushi-Klebereis ist, ne? Merkt man das natürlich nachher auch so ein bisschen im Mund. Ich muss sagen, noch geht's auch mit so einem Trinken durch. So langsam, würde ich sagen, wird es aber gleich schon mal Zeit, so, ich sag mal, einen Schluck zu trinken. Und ich merke auch, wie, ich sag mal, das ist halt normal, ne? Checkt das Ganze gerne auch mal auf dem Zweitkanal ab. Dann nehme ich euch ja jetzt ja auch immer mal mit und zeigt so Einblicke, wie sich mein Körper verhält, dies und das, ne, und was ich so mache, um das Ganze mal zu kompensieren. Aber ich merke so langsam, wie das reinkickt und jetzt noch gar nicht die Thermogese angeregt wird, so zur Wärme, sondern eher umgekehrt. Ich sag mir, wird eher so ein bisschen kühler gerade. Ich würde sagen, wir machen uns aber weiter. Wie gesagt, noch ein bisschen ist was vor uns. Gut, haben wir schon was geschafft, ne? Aber gerade die letzte, wisst ihr ja, ist immer so, ich sag mal, mit so das, nicht, ich will nicht sagen schwierigste, aber wird es dann doch anstrengend auf Dauer, ne? Aber noch sieht's gut aus, noch sind wir optimistisch. Leute, diese Platte ist eine Sonderanfertigung. Die spiegelt quasi in Anführungsstrichen einen Teil der oder einen größten Teil der Speisekarte wider, wo ihr das bei denen gerne abchecken könnt. Und zum Thema satt, also wäre ich jetzt privat, dann würde ich jetzt so seit, ich sag mal, wirklich so 5 bis 10 Minuten sagen, so, ich glaube, jetzt reicht so, ich fühle mich gut noch, also fühle mich auch immer noch gleich gut, aber upsi. Als ich quasi gerade das erste Mal angefangen habe zu trinken, da war so der Moment, wo ich mir dachte, okay, wenn ich jetzt was trinke, dann brauche ich jetzt auch nichts mehr so ungefähr. Aber es ist nur bei weitem nicht so, dass ich sage, ist Ende im Gelände. Langsam nähern wir uns wirklich dem Ende, ne? Wir haben jetzt hier noch, ich sag mal, ein bisschen Wagyu-Rind übrig, ne? Eins ist noch da.
Wie gesagt, mit dem Blood Bowl Kaviar, ich glaube, das lasse ich mir als letztes so als Krönung nochmal über. Was mir tatsächlich auch richtig gut schmeckt, ist, ich sag mal, hier oben das Ganze mit der Trüffelmayo. Ich glaube, das werde ich mir auch nochmal so bis so zum Schluss auflassen. Und dann, wie gesagt, auch, ich sag mal, das vorletzte wird definitiv nochmal der Erdbeermaki sein. Das war auch mit so einer meiner Favorites. Wir machen uns jetzt hier an die letzten Makis. Hier ist noch so ein bisschen Avocado. Ich traue mich noch nicht so richtig an, ich sag mal, die Deko von dem Ingwer und allem drum und dran. Ich denke mal, das werde ich tatsächlich, weiß ich noch nicht, ob ich es anrühre, weil mich das, glaube ich, ein bisschen umhaut oder einfach auch nicht meins ist. Aber es geht in die wirklich letzte Runde und damit machen wir uns auf in die letzten Makis, verputzen wir und dann kommen wir noch zum Abschluss-Highlight. Das fragen sich viele, wie das reingeht. Oh Leute, Halleluja, ist das viel Ingwer. Boah. Halleluja. Boah. Leute, den Ingwer kriege ich nicht runter. Den Ingwer, ich glaube, der muss am Ende glauben. Halleluja. Oh, der brennt mir gerade alles weg. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt hier an unser letztes. Kommt noch einmal hier schön mit unserem, ich sag mal, unsere Roll, ne? Mit ein bisschen Sesam, Avocado und tatsächlich nur der Trüffelmayo. Und damit kommen wir tatsächlich zum allerletzten Stück und natürlich nochmal den Highlight, ne, unser Maggi-Rin. Schön frittiert, dann oben ein bisschen Kaviar, Blattgold, dazu das japanische Toastbrot. Und damit haben wir alles geschafft in etwas knapp über eine Stunde und 2 Minuten haben wir die größte, ich sag mal, Sushi-Platte Deutschlands damit bewältigt. Es war ein absolutes Highlight. Also ich glaube, das war wirklich ein absolutes Highlight. Das Einzige, was wir, wie gesagt, jetzt hier noch übrig haben, ist tatsächlich die, ich sag mal, Ingwerblätter. Ich habe mich versucht, da ein bisschen gerade durchzukämpfen, habe ein paar davon gegessen, aber boah, das brennt mir gerade alles weg. Also ich werde definitiv wahrscheinlich nicht krank heute. Toi, 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 ich klopfe mal auf Holz, weil ich jetzt schon so viel Ingwer-Intus habe. Ansonsten habe ich schon mal präventiv viel dazu gemacht. Ansonsten, was soll ich sagen? Unfassbar lecker. Unfassbar lecker. Diese verschiedenen Variationen. Ich habe euch ja zwischendurch schon mal so meine Highlights einfach erwähnt. Unfassbar. Also wirklich, es ist einfach nochmal Sushi Next Level. Ich kann verstehen, wie gesagt, warum es mehrfach ausgezeichnet ist. Checkt das Ganze gerne, wie gesagt, einmal in der Videobeschreibung oder ich verlinke euch das Ganze gerne natürlich auch nochmal hier. Ja, also ich komme gerne wieder. Ich versuche auch die nächste Platte, aber ansonsten war es für heute erstmal genug Sushi, sage ich euch. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Wie gesagt, gehen an den raus, dass wir, ich sag mal, die größte Sushi-Platte Deutschlands hier zusammen kreieren konnten. Auch die hatten natürlich sehr viel Spaß. Danke fürs Zuschauen. Gerne den Kanal abonnieren, auch gerne, ich sag mal, unseren Zweitkanal abchecken. Ne, da erfahrt ihr natürlich nochmal mehrere Food Insights bzw. weitere Food Vlogs, die wir im Rahmen unserer Kanäle machen oder auch auf die nächste Challenge abwarten. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier oder auf unseren anderen Kanälen. Macht's gut, bis dann. Liebe Grüße vom Den Restaurant mit der exklusiven Sushi Challenge. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.